Hallo, in diesem Video möchte ich ein bisschen auf die Abwicklung eines Kantbleches eingehen. Dazu habe ich hier im Ribbon Kantbleche den Befehl abwickeln. Dieser Dialog ist im Grunde genommen in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal in die automatische Abwicklung und einmal, wenn ich die Deckfacette manuell angeben möchte. Wenn ich die Deckfacette manuell angeben möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese Abwicklung mittels einen Punkt in der Konstruktion abzulegen. Und ich habe hier in diesem Fall die Deckfacette, also die Außenansicht, manuell vergeben. Ich lösche hier diese Ansicht jetzt nochmal, weil für mich ist im Grunde genommen wichtig die automatische Bestimmung. Und die automatische Bestimmung geht in der folgenden Reihenfolge vor. Das heißt, als erstes wird immer das Richtungssymbol vergeben oder genommen, danach die beschichtete Seite, als drittes die Sichtseite und als viertes die Pulverlinien. Richtungssymbol, das habe ich jetzt aktuell noch in keinem Video, das werde ich noch zeigen in einem weiteren Video. Beschichtete Seite, Sichtseite, das habe ich schon gezeigt. Und weiter ist dann hier noch die Möglichkeit, die Definition über die längste Biegezone oder längste Kante, die Ausrichtung zu definieren. Soll die Oberseite invertiert, also gedreht werden. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich Fräskanten habe, dann muss ich die Seite ja umdrehen. Ich möchte jetzt einfach, ich klicke das Blech abwickeln, das heißt ich habe hier automatisch die Abwicklung so auch am Cursor, sprich im Grafikfenster. Ich kann hier weitere Optionen definieren, sprich zum Beispiel die Abmessung. Mit Vorschau kann ich dies aktualisieren. Ich könnte hier weiters Biegelinien und Bearbeitungen ergänzen. Dies kann ich hier auch aktualisieren. Bearbeitungen habe ich hier aktuell keine drinnen. Das heißt, wenn ich hier eine Bohrung angeben möchte. Weiters habe ich hier natürlich die Möglichkeit, die positiven und negativen Winkel anzugeben. Hier habe ich dann auch immer wieder Werte, Biegewinkel und Attribute, die ich hier vergeben kann. Das heißt, ich habe hier natürlich auch weitere Attribute, die ich hier ausgeben kann für die Beschriftung. Weiters gibt es natürlich hier die verschiedensten Optionen bis hin zum Zusatztext. Das heißt, diesen Zusatztext möchte ich jetzt einfach mal aktivieren. Das wäre hier dieser Beschriftungstext. Diesen könnte ich natürlich auch editieren und als Beispiel jetzt nur die Positionsnummer ausgeben. Mit OK bestätige ich das und sage, die Positionierung soll innerhalb sein. Ich gehe in die Vorschau und bestätige mit OK. Man sieht jetzt den Positionstext aktuell nicht, da ich hier noch keine Positionsnummer generiert habe. Das heißt, wenn ich diese generiere, dann sehe ich auch hier den Positionstext. Weiters kann ich natürlich diesen Text auch beeinflussen, wo die Lage sein soll. Das wird in einem weiteren Video kommen. Wenn ich hier in der Grafik das Teil, sprich die Abwicklung, anklicke, dann sehe ich hier im Feature auch den Bereich des Feature der Blechabwicklung. Doppelklick drauf und ich komme wieder in die Einstellung der aktuellen Abwicklung rein. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl weiterer Funktionen, sprich ich kann hier die Darstellung jeglicher Kanten von Farbe, Linienart und Schichten definieren. Ich könnte hier Bearbeitungen mittels Symbole ausgeben lassen. Habe hier noch die Möglichkeiten, die Biegelinien für Kürzungen zu definieren, Ausstanzungen, weiter auch zur Frästechnik. Das heißt, wenn ich mit Alucobond arbeite, kann ich hier auch noch weitere Eigenschaften definieren, welche ich hier auswählen kann. Wichtig hier ist generell dabei, dass ich diese
ganzen Bearbeitungen oder Einstellungen in diese Favoriten definieren kann. Deswegen lade ich jetzt einfach mal das Qobuz Encart, weil das wäre die Einstellung für die Frästechnik, um dies auch hier zu zeigen. Man sieht hier auch, dass den jeweiligen Werkzeugen unterschiedliche Farben, Linien und Schichten definiert bzw. hinterlegt sind. Diese können Sie beliebig erweitern, abändern und in den Favoriten, die Sie benötigen, abspeichern.